Warum sind wir Menschen eigentlich so einfach zu manipulieren? Und wie kann ich erkennen, wann und wie ich persönlich manipuliert werde? Und vor allem, wie kann ich mich dagegen wehren, beziehungsweise es mit ein bisschen Übung, beruflich wie privat, zu meinem eigenen Vorteil einsetzen? Wie immer dabei die wichtigste Info gleich zu Beginn. Es gibt zwei grundverschiedene Arten von Handlungen. Zum einen die selbstbestimmten und zum anderen die fremdbestimmten Handlungen. Zu den eigenbestimmten Handlungen zählen in Wirklichkeit nur die allerwenigsten. Warum das so ist? Sagen wir so, es ist ganz egal, wie ihr euch entscheidet, welche Lebensmittel ihr esst, welches Handy ihr benutzt, welches Auto ihr fährt oder welche Partei ihr wählt. Alles dies sind fremdbestimmte Handlungen, die euch durch geschickte Manipulation, zum Beispiel in der Werbung, ständig suggeriert werden. Aber nicht nur in der Werbung wird man manipuliert, sondern auch in der Politik, in der Berichterstattung der Medien und selbst bei Statistiken oder sogenannten repräsentativen Umfragen. Alles gelogen und geschoben. Oder doch nicht? Oh doch, und es ist sogar nachweisbar. Dieses 90-Sekunden-Video stammt ursprünglich von Simmons & Chabris und ist ein Beispiel für die selektive Wahrnehmung des Menschen. Dabei müsst ihr gut Acht geben und die Pässe zählen, die sich die Spieler gegenseitig zuwerfen. Manche sehen 13 Pässe, andere hingegen 14. Und wie viele Pässe zählst du? Many times the players wearing white pass the basketball. Und? Wie viele Pässe habt ihr gezählt? 13, 14 oder doch 15? Es ist vollkommen egal, denn die Frage ist vielmehr, ob ihr auch den Menschen im Gorilla-Kostüm, der durch das Bild gelaufen ist, gesehen habt. Wenn nicht, seht euch das Video noch einmal an und ihr werdet staunen und erkennen, wie einfach es ist, euch zu manipulieren. Und genau dieses Wissen nutzen sich bestimmte Instanzen, also Manipulatoren, gnadenlos aus. Warum aber sollten Medien, Politik und Werbung uns manipulieren wollen? Ganz klar, weil hinter einer Manipulation immer die eigenen Motive und Ziele des Manipulators stehen. In der Wirtschaft zum Beispiel bedeutet Manipulation höhere Umsätze, stärkere Markenbindung, besseres Image und so weiter und so weiter. Aber ist es wirklich möglich, innerhalb weniger Tage seine Umsätze im Verkauf durch geschickte Manipulation um das X-fache zu vermehrfachen? Ja, ganz klar. Nämlich, indem man seine Verkaufsgespräche mit Verkaufstechniken und Taktiken durchstrukturiert und so in den verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Aber wo liegt der Unterschied zwischen einer Verkaufstaktik und der Verkaufstechnik? Ganz einfach. Die Technik dahinter ist immer, was ich einsetze, um zu einem positiven Geschäftsabschluss zu kommen, und die Taktik dahinter ist immer, wann ich diese einsetze, also zu welchem Zeitpunkt. Denn erst die absolut richtige Abfolge der einzelnen Techniken ergibt den gewünschten Verkaufserfolg. Ein Beispiel. Ihr wollt euer Produkt über Online-Marketing vertreiben, dann geht ihr wie folgt vor. Ihr beginnt mit der Reziprozitätstechnik, also das Gegenseitigkeitsprinzip. Oder wie ich es nenne, das schlechte Gewissen der anderen. Ein Beispiel für das Online-Marketing. Ihr versprecht euren Kunden ein Produkt, das ihr ihm gratis anbietet. Dies kann ein Buch sein, das er kostenlos von euch erhält, oder ein Fitness-T-Shirt, wenn ihr im Sportbereich tätig seid, oder einen Angelhaken, wenn ihr euer Fischereizubehör auch online vertreiben wollt. Wie auch immer. Wichtig ist, dass es für den Kunden erstmals kostenlos ist. Zumindest kostenlos oder fast, denn er muss die Portokosten übernehmen. Was für den Kunden im Vergleich zu dem Produkt, das er von euch geschenkt bekommt, viel geringer ist und aufgrund seines Denkens einen viel größeren Mehrwert zu erhalten, seinen Gewinn für sich beansprucht. Um nun an sein Geschenk zu kommen, braucht er nur noch mit einem Klick auf den Button Will ich haben, das Geschenk bestätigen. Jeder Kunde denkt nun, dass er nur noch seine Adresse eingeben muss und schon wird das Buch an ihn versandt. Aber dem ist nicht so. Denn nun wird der Interessent durch einen Funnel gejagt. Ein Funnel ist einfach gesagt ein Verkaufstrichter, in dem der Kunde durch die Reziprozitätstechnik, sprich also dem Gegenseitigkeitsprinzip dazu gebracht wird, ein weiteres Produkt von euch zu kaufen. Entweder dasselbe Buch, nur in Hörbuchformat, oder ein weiteres Supplement für die Sporternährung etc. etc. Doch warum sollte er das eigentlich tun? Na ganz klar. Die Psyche des Menschen tickt so, dass der Verkäufer ein schlechtes Gewissen beim Käufer hervorruft mit der Botschaft: Hey, du schuldest mir noch einen Gefallen.
Selbst der Funnel, also der Verkaufstrichter, unterliegt dabei der strengen Verhaltenspsychologie des Menschen. Die Farben, Schriftgrößen und deren Stil, die Bilder, ja selbst die Häkchen vor den einzelnen Wörtern sind so angebracht, dass sie die Reziprozitätstechnik einfach verstärken. So wird der Kunde zum Kauf eines weiteren Produktes animiert. In diesem Moment wird mit einer kleinen Gefälligkeit von Seiten des Verkäufers ein schlechtes Gewissen beim Käufer erzeugt. Also bestellt der Kunde ein weiteres Produkt und genau in diesem Moment geht die Rechnung des Online-Marketers voll auf und er macht Gewinn. Aber angenommen, ihr seid so tough und bestellt kein weiteres Produkt, so müsst ihr euch dennoch keine Sorgen um den Verkäufer machen. Er macht seinen Gewinn in Form einer Mischkalkulation immer. Schließlich ist der Prozentsatz, also die Anzahl der Menschen, die auf die Reziprozitätstechnik ansprechen, auch wissenschaftlich erforscht. Und das ist ein hoher Anteil. Wenn ihr euch also diese Technik anhand von mehreren Beispielen genauer ansehen wollt, dann geht einfach auf www.gratisbuch24.com. Und keine Angst, dies ist absolut keine Weiterempfehlung von uns für diesen Shop oder gar ein Kooperationspartner. Nein, ganz im Gegenteil. Aber dieser Tipp dient nur, um euch die Reziprozitätstechnik veranschaulichen zu können. Gehen wir nun kurz weiter zu den gängigsten Techniken im Verkauf, Online-Vertrieb, Präsentationen sowie bei Geschäftsverhandlungen und den einzelnen Manipulationen dahinter. Zum Beispiel das Verknappungsprinzip, ein sogenannter Engpass. Sobald eine Ware nur eine bestimmte Menge hat, also solange der Vorrat reicht, Sinn ist es, den Kunden zum Handeln zu zwingen, also Call to Action. Oder, beziehungsweise die Psychologie dahinter, wenn etwas nur noch begrenzt erhältlich ist, muss es schon eine Menge Abnehmer zuvor gegeben haben. Also ist das Produkt begehrt. Und sollte ich in den Besitz kommen, wird es sicher, also wenn das Produkt nicht mehr erhältlich ist, einen Markt dafür geben, wo ich es mit Gewinn weiterverkaufen kann. Die Exklusivitätstechnik. Durch Exklusivität ein Statement schaffen. Sprich Apple, das durch Design und den hohen Preis versuchen, Wertigkeit ihrer Produkte zu suggerieren. Oder Porsche, die immer wieder mit sogenannten Special Editions den Preis ihrer Produkte steigern und somit einer gewissen Käuferschicht ihre Exklusivität sichern. Die Wer-A-Sagt-Technik. Dabei geht es, dass man von euch einen ersten kleinen Gefallen einfordert. Nach dem Motto, hey, das ist ja dein Spezialgebiet, kannst du mir nicht kurz dabei helfen, um im nächsten Schritt die komplette Arbeit auf euch zu übertragen? Beziehungsweise in einem weiteren Schritt einen weiteren, dann schon etwas größeren Gefallen von euch einzufordern. Also ganz nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen und ist somit ein hervorragender Türöffner. Oder der Millionen-Fliegen-Trick. Bei diesem Trick nutzt man den Herdentrieb des Menschen aus mit der Psychologie dahinter, hey Leute, esst einen Kuhfladen, denn 1 Million Fliegen können sich nicht irren. Sehr gut zu sehen auf Amazon. Wenn ihr zum Beispiel bei Google Rezensionen für Amazon kaufen eingebt, kommen zig Angebote von Firmen, die Fake-Bewertungen und Kommentare verkaufen. Guter Tipp, wenn ihr solche Produkte wie zum Beispiel Bücher entlarven wollt, dann geht einfach auf www.reviewmeter.com. Gebt bei Reviewmeter in der oberen Zeile die URL des Amazon-Produktes ein und ihr könnt sofort erkennen, ob es sich um Fake-Bewertungen handelt oder nicht. Eine weitere Technik ist der Freundschaftstrick. Bedeutet umgesetzt, hey, wir haben Gemeinsamkeiten entweder bei unserem Hobby, der Marke des Autos, beim Sport etc. etc. Dieser Trick dient dazu, Gemeinsamkeiten mit seinem Gegenüber zu schaffen, um dadurch dessen Sympathie zu erlangen. Des Weiteren wird dieser Trick verstärkt, indem der Manipulator versucht, sein Gegenüber zu spiegeln. Sprich, er nimmt die gleiche Körperhaltung ein, sowie die Lautstärke als auch die Geschwindigkeit des Gesprochenen, passt dieses wiederum an, um dadurch gleich wie der potenzielle Käufer zu wirken. Unterbewusst entsteht bei diesem dann eine Sympathie für den Verkäufer mit dem Resultat, dass wir von Menschen, die uns sympathisch sind, fast immer kaufen. Oder die Autoritätstechnik. Diese wird sehr gerne und oft von Speakern, Vortragsrednern, Präsentatoren, aber auch von Verkäufern genutzt bzw. angewandt. Ziel ist es, dadurch Autorität durch Charisma zu erzeugen. Verstärkt wird dies durch übertragene Autorität, was bedeutet, dass derjenige sich im Licht auf den Bezugnehmenden sonnt. Ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Speaker und stehe auf der Bühne. Ziel ist es, die Zuhörer von Beginn an mich zu fesseln. Also beginne ich damit mit folgenden Sätzen. Als ich noch ein junger Student war und an der amerikanischen Universität XY auf Austausch war, lernte ich den damals noch sehr jungen Barack Obama kennen. Er war damals schon sehr charismatisch und wisst ihr, was er damals zu mir sagte?
Egal, was der Speaker jetzt weiter erzählt, jeder glaubt ihm, dass er Obama wirklich getroffen hat. Und auch wenn es nicht stimmt, die Menschen wünschen sich so einen Bezug zu einer Autorität. Das Positive daran für den Manipulator: die Geschichte lässt sich nicht widerlegen. Also immer aufgepasst, wenn jemand mit einer Autoritätsperson sich in Verbindung bringen will, die entweder sehr beliebt, charismatisch, authentisch oder ein anderes positives Alleinstellungsmerkmal in der Gesellschaft hat. Dann habt ihr ganz sicher einen Manipulator für euch. Warum? Wenn jemand selbst eine wahre Autorität ist, die Charisma und Authentizität besitzt, dann braucht er sich nicht mit jemand anderen in Verbindung bringen. Natürlich gibt es noch viel mehr von diesen Manipulationstechniken, wie zum Beispiel steht der Tropfen höhlt den Stein oder du sollst argumentieren und nicht diskutieren und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es, um effektiv zu manipulieren, auch Triggerworte und Killerphrasen wie aber, weil, jedoch, das haben wir schon immer so gemacht, wer behauptet denn so etwas, das glaubst du ja selber nicht, willst du dich aber überzeugen oder willst du mich überzeugen, wen willst du überhaupt damit überzeugen und so weiter und so weiter. Grundsätzlich, die Fähigkeit zu manipulieren ist wirklich schnell und einfach zu erlernen, um in seinem Umfeld, sei es jetzt beruflich, privat oder speziell im Verkauf, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihnen will. Aber ich persönlich möchte euch Folgendes eindringlich dazu sagen. Manipulation zu erkennen, sich dagegen wirkungsvoll zur Wehr zu setzen und sie selbst bei Bedarf effektiv einsetzen zu können, ist nicht nur ein sehr mächtiges Schwert. Es ist auch eine enorme Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen. Denn effektive Manipulation ist weit mehr als nur erfolgreich zu sein. Es ist wie das Feuer. Es kann zum einen wärmen, aber es kann auch zerstören. Manipulation richtig angewendet kann auch bedeuten, dass euch niemand mehr mobben kann, unter Druck setzen kann. Im Gegenteil, ihr seid da diejenigen, die andere unter Druck setzen können, sofern ihr das wollt. Wenn ihr also mehr darüber lernen wollt oder gar alles, so kommt auf unacon.de. Bis zum nächsten Mal, euer Bernhard Reiter.